Willkommen zurück zu einer neuen Analyse eines legendären Gebäudes aus Forge of Empires. In der letzten Umfrage auf dem Community-Tab dieses Kanals habt ihr euch ziemlich eindeutig für die Terrakotta-Armee entschieden, also lasst uns direkt reinspringen. Die Terrakotta-Armee ist ein relativ neues legendäres Gebäude aus der virtuellen Zukunft, dem aktuell dritthöchsten Zeitalter im Spiel. Warum dritthöchstes, wenn nach der virtuellen Zukunft doch nur noch Raumfahrt Mars kommt, fragt ihr euch jetzt, weil ich das bald kommende Space Age Ceres einfach schon mitzähle, damit das Video länger aktuell bleibt. Geniestreich. Mit 4x6 Feldern Grundfläche würde ich die Terrakotta-Armee zwar nicht zu den kleinsten legendären Gebäuden zählen, allerdings ist sie zusammen mit der Gaia-Statue immerhin das kleinste Gebäude nach der Jahrhundertwende. Wobei Zeitalter bei legendären Bauwerken ja ziemlich relativ sind. Die Güterkosten sind das aber mal so gar nicht. 2400 Güter aus der virtuellen Zukunft. Das ist für das kleine Ding ziemlich happig. Und dafür gibt es dann auch nur einen einzigen Effekt. Die sogenannte fortgeschrittene Taktik. Eine Kombination aus dem Effekt Kampfesrausch, welcher beim Castel del Monte, der Zeus-Statue und dem Aachener Dom zu finden ist, sowie dem Effekt erbitterter Widerstand von der Basiliuskathedrale und dem Deal Castle. Also irgendwie dann doch zwei Effekte, die halt simultan steigen. Dieser Effekt steigert dann sowohl Angriff und Verteidigung der verteidigenden Armee in der Stadtverteidigung, als auch eurer angreifenden Armee. Doch den schauen wir uns wieder etwas später an, erstmal zu den Kosten in der Förderung. Dabei natürlich auch wieder die Props an Wayno, der die folgenden Diagramme und zugrunde liegenden Datensätze angefertigt hat. Auf seinem Kanal findet ihr englischsprachige Analysen der Gebäude. Hier seht ihr nun wieder sowohl die Gesamtkosten an Forge-Punkten pro Stufe, sowie die Kosten bei einer 1,9er Archenförderung. Nun spricht das Zeitalter eigentlich schon für sich. Die Kosten sind sauteuer. Stufe 10 hat ganze 770 Forge-Punkte Eigenanteil. Selbst in diesem mittleren Tief, wo eigentlich fast alle Gebäude super leicht zu fördern sind, kostet die günstigste Stufe noch 311 Forge-Punkte. Möchte hier jemand ein Powerleveln von beispielsweise Stufe 33 auf Stufe 53 machen, braucht er 7229 Forge-Punkte auf Lager, nur für diese 20 günstigsten Stufen. Und das bringt euch dann ganze 10% mehr Angriff und Verteidigung für eure Armeen. Als kleiner Vergleich, mit weniger Forge-Punkten würdet ihr das Castel del Monte von Stufe 0 auf Stufe 23 bringen und damit ganze 36% Angriff und Verteidigung für eure angreifende Armee mehr, sowie 13 zusätzliche tägliche Forge-Punkte bekommen. Oder die Zeus-Statue direkt von 0 auf 34 und damit fette 42% mehr Angriff und Verteidigung für die angreifende Armee. Und nicht zu vergessen, ich spreche hier von den 20 günstigsten zusammenhängenden Stufen der Terrakotta-Armee, nicht allerdings die der anderen Gebäude. Betrachten wir dort doch der Fairness halber auch einfach mal die günstigsten Stufen. Das Kastell könnte man dann mit weniger Forge-Punkten von Stufe 25 direkt auf Stufe 57 bringen. 32 Stufen weiter. Das entspricht 16% und 19 Forge-Punkten täglich. Die Zeus-Statue könnte von Stufe 20 direkt auf 62 gebracht werden. 42 Stufen und damit 21% zusätzlich. Damit bringen Castel del Monte und Zeus-Statue beide ca. doppelt so viel für weniger Kosten im mittleren Levelbereich. Doch bevor wir weiter mit den Zahlen jonglieren, kann man eigentlich jetzt schon erkennen, dass die Terrakotta-Armee einfach eine Ergänzung zu den gängigen Kampfgebäuden Castel, Zeus und Aachener ist. Den Aachener erwähne ich übrigens kaum, weil der sich in so ziemlich allem zwischen Zeus und Castel befindet. Die Terrakotta-Armee ist einfach deutlich teurer und bringt ab Stufe 10 immer genau 10% weniger als die älteren Gebäude. Basiliuskathedrale und Deal Castle eingeschlossen. Diese 5 Gebäude bringen auf Stufe 10 alle 30% und danach steigt der Effekt alle 2 Stufen um 1% an. Die Terrakotta-Armee kommt auf Stufe 10 auf 20%, doch steigt danach genauso schnell. Aber ich möchte die Freunde der Stadtverteidigung natürlich nicht außen vor lassen. Dennoch würde es sich nicht lohnen, die gleiche Rechnung wie eben einfach nochmal mit Basilius und Deal Castle zu machen, da die Basilius aus demselben Zeitalter ist wie das Kastell und damit die Rechnung identisch wäre und das Deal Castle auch nur ein Zeitalter weiter. Das würde also auch nicht wirklich abweichen. Um es spannender zu machen, könnten wir ja einfach mal schauen, wie es aussieht, wenn man den Effekt der Terrakotta-Armee mit den anderen Gebäuden nachstellen will. Dazu nehme ich mir einfach mal die Zeus-Statue und die Basiliuskathedrale, weil das die beiden günstigsten Gebäude sind.
Außerdem haben sie in Kombi nur 7 Felder Grundfläche mehr, was bei legendären Gebäuden ziemlich unbedeutend ist. Schauen wir also erstmal bis 21% mehr Angriff und Verteidigung auf beide Armeen. Die Terrakotta-Armee muss dafür mit 4640 Forge-Punkten auf Stufe 11 gefördert werden. Die Zeus-Statue und die Basilius bringen jeweils bereits auf Stufe 7 21%. Die Zeus-Statue übernimmt dabei den Boost der angreifenden Armee und die Basilius die verteidigende Armee. Die Kosten beider Gebäude entsprechen 726 Forge-Punkte für den Zeus und 993 Forge-Punkte für die Basilius. Zusammengerechnet also ganze 1719 Forge-Punkte und damit etwas mehr als ein Drittel der Terrakotta-Armee. Ein beliebtes Argument für die Terrakotta-Armee, welches ich bislang auch bereits ein paar Mal gehört habe, war, dass diese ja eben wenigstens beide Armeen boostet und somit die Stadt nicht immer noch komplett ungeschützt dasteht, während die angreifende Armee bereits hunderte Prozente geboostet wurde. Mit dieser Rechnung sollte nun auch bewiesen sein, dass selbst Zeus und Basilius in Kombination auf unbedeutend mehr Fläche einen Bruchteil der Terrakotta kosten würden. Wir können die Rechnung mit 45% ja einfach nochmal durchrechnen. Das entspricht der Stufe 60 der Terrakotta und der Stufe 40 des Zeus und der Basilius. Das Problem ist, dass die Terrakotta für dieselben Prozente immer deutlich weiter gefördert werden müsste und die Stufen schon viel teurer sind. Damit würde auch hier rauskommen, dass die Kombi auf nur 19.220 Forge-Punkte kommt und die Terrakotta auf ganze 27.689 Forge-Punkte. Damit hätten die beiden Gebäude zwar auf über 2/3 der Kosten aufgeschlossen, sind aber halt immer noch tausende Forge-Punkte günstiger mit demselben Endeffekt. Und wer jetzt damit kommt, dass man ja auch doppelt so viele Blaupausen sammeln muss, als würde man nur die Terrakotta fördern, als wenn du es mit 8000 gesparten Forge-Punkten nicht schaffen würdest, ein paar Blaupausen ranzukriegen. Gut, damit ist jetzt aber endgültig bewiesen, dass man die Terrakotta absolut erst fördern sollte, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Also alle anderen Kampf- und Verteidigungsgebäude, wenn man diese denn bauen will, wirklich hoch gelevelt sind. Damit meine ich so mindestens auf Stufe 60. Dann fangen die nämlich erst wieder an, etwas teurer zu werden als die günstigsten Stufen der Terrakotta-Armee. Das hat zwar prinzipiell noch nichts zu sagen, aber dient so als guter Orientierungspunkt. Vielleicht würdet ihr sogar günstiger kommen, wenn ihr die Gebäude noch ein paar Stufen weiter als 60 fördert, bevor ihr mit der Terrakotta-Armee durchstartet. Versteht mich nicht falsch, es wäre nicht schädlich, sie bereits deutlich vorher zu bauen und auf Stufe 10 zu fördern, aber alles nach Stufe 10 ist einfach viel zu teuer pro Prozent, im Gegensatz zu den normalen Kampfgebäuden. Geht man allerdings mal davon aus, dass man bereits Castell, Zeus und Aachener alle auf Stufe 10 gefördert hat und überlegt nun, was sich mehr lohnen würde, Terrakotta-Armee bauen oder diese 3 Gebäude weiter fördern, dann würde ich bereits dazu tendieren, die Terrakotta-Armee zu bauen und auch auf Stufe 10 zu bringen, denn diese Stufen sind zu diesem Zeitpunkt nun erstmal deutlich günstiger pro Prozent Kampfkraft als jede Stufe eines anderen Gebäudes. Selbst die Zeus-Statue würde erstmal über 600 Forge-Punkte pro weiteres Prozent kosten. Die Terrakotta-Armee würde hingegen bis auf Stufe 10 maximal 400 Forge-Punkte pro Prozent kosten. Das liegt daran, dass nach Stufe 10 die Kosten von 2 Stufen auf nur 1% fallen. Vor Stufe 10 steigt der Effekt jedoch jede einzelne Stufe um sogar mehrere Prozent an. Dadurch wäre es durchaus ratsam, erstmal die Terrakotta-Armee auch auf Stufe 10 zu ziehen, bevor man mit den anderen Gebäuden fortfährt. Ist die Terrakotta-Armee dann jedoch auf Stufe 10 angelangt, heißt es erstmal ganz lange die anderen 3 Gebäude fördern, da die Terrakotta im Vergleich deutlich teurer ist. Wie gesagt, ein Orientierungspunkt wäre ungefähr Stufe 60, wo die Gebäude 55% bringen. Dort wird das Kastell wieder teurer als die günstigsten Stufen der Terrakotta. Auf Stufe 70, bei 60%, sind bereits alle 3 Gebäude deutlich teurer als die günstigsten Stufen. Nun kann man definitiv ohne Bedenken die Terrakotta hochziehen. Das fällt zwar erstmal etwas schwer, weil die ersten Stufen natürlich trotzdem deutlich teurer pro Prozent sind als bei den anderen Gebäuden, aber befindet man sich dann erstmal auf Stufe 43, wo die Kosten am geringsten sind, weiß man, dass es fortlaufend ziemlich egal ist, welches Gebäude man weiter fördert. Denn nun ist jedes weitere Prozent bei allen Gebäuden gleich teuer. Um genau zu sein, tritt dieser Fall bei folgenden Stufen ein: Terrakotta-Armee Stufe 43, Zeus-Statue Stufe 66, Aachener Dom Stufe 65 und Castel del Monte Stufe 60. Im Prinzip wäre es also optimal, die 4 Gebäude auf genau diese Stufen zu bringen und dann einfach immer das Gebäude weiter zu fördern, bei dem man den geringsten Eigenanteil auf den nächsten beiden Stufen hat.
So geht man sicher, immer die geringsten Kosten für das nächste Prozent zu haben. Wahrscheinlich werden Verfechter der Stadtverteidigung nun etwas enttäuscht sein, dass ich die Basiliuskathedrale und das Deal Castle aus den ganzen Rechnungen und Diagrammen jetzt rausgelassen habe. Wie gesagt, ist die Basilius aus demselben Zeitalter wie das Castel del Monte und damit auch immer genauso teuer. Da auch die Prozente des Effektes übereinstimmen, würde der Graf des Kastells immer exakt mit dem Grafen der Basilius übereinstimmen. Alles, was ich zum Kastell gesagt habe, trifft also auch auf die Basilius zu, mit der Ausnahme, dass diese eben die Stadtverteidigung boostet. Beim Deal Castle würde der Graf immer leicht über dem Kastell liegen, da es aus einem Zeitalter höher ist, doch die Schlussfolgerungen würden sich dadurch auch nicht ändern. Der Abstand zu Terrakotta ist einfach zu groß. Außerdem nutzen die wenigsten Spieler diese primär zur Unterstützung der Basilius und des Deals, sondern eben zur Unterstützung der offensiven Kampfgebäude. So, dann danke auch wieder an die fast 300 Leute, die über das Thema dieses Videos auf meinem Community-Tab abgestimmt haben. Wollt ihr bei der nächsten Abstimmung oder dem nächsten Video informiert werden, abonniert gerne den Kanal und aktiviert das Glöckchen. Wie es um neue Videos steht, erfahrt ihr jetzt auch immer auf Instagram. Dann bis zum nächsten Video und ciao.